Und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Ja, vor uns liegt ein ziemlich ungewöhnliches Dokument, das Konzept für eine fiktive KI-Weltreise. Die 3. Staffel dieser Reise ist als Pilgerweg auf dem Jakobsweg angelegt. Das heißt, wir sprechen heute nicht nur über, Algorithmen und Daten, Richtig. sondern wir nutzen diese Pilgermetapher, um mal tiefer in die Ethik, die Verantwortung, ja vielleicht sogar das Bewusstsein im Zeitalter der KI einzutauchen. Alles verpackt in Etappen einer Wanderung von den Pyrenäen durch Spanien bis zurück nach Österreich. Genau, diese Pilgermetapher dient im Konzept als roter Faden, um doch sehr komplexe Themen irgendwie greifbarer zu machen. Es geht um so Kernfragen wie, was bedeutet Verantwortung überhaupt, wenn Intelligenz zunehmend von Maschinen mitgetragen wird? Wie gehen wir mit Voreingenommenheit, also Bias, in Algorithmen um? Welche Leitplanken setzt der Europäische AI Act? Und wie kann KI so gestaltet werden, dass sie nachhaltig ist und wirklich den Menschen dient? Okay. Unsere Aufgabe heute ist es, die zentralen Denkanstöße und Erkenntnisse aus diesem Skript für dich herauszuarbeiten. Okay, dann packen wir das mal aus. Wir folgen also sozusagen den fiktiven Spuren dieser Reise. Sie beginnt in den Pyrenäen, genauer gesagt in Roncesvalles. Der Startpunkt. Genau. Hier am Anfang des Weges steht die Idee. Wissen allein genügt nicht. Es geht darum zu verstehen, was richtig ist. Ethik wird im Skript weniger als, sagen wir, starres Regelwerk dargestellt, das man auswendig lernt, sondern mehr als eine Haltung, eine Praxis, die man auf jedem Schritt neu einübt, sozusagen. Eine interessante Analogie, die das Skript hier nutzt, ist die des Wassers. Wasser, so heißt es da, fließt immer den Weg des geringsten Widerstands. Ja, kennt man. Und Daten und Algorithmen, die neigen wohl dazu, ähnliche Muster zu verfolgen, wenn man sie nicht lenkt. Deshalb brauchen sie Leitplanken, also ethische Richtlinien und eben auch Regulierung. Verantwortung wird sogar als eine Art Schwerkraft des Guten beschrieben. Schwerkraft des Guten. Ja, eine Kraft, die Entwicklungen in eine, wünschenswerte Richtung ziehen soll. Und genau da kommt dann der AI Act ins Spiel, der ja auch in diesem ersten Abschnitt erwähnt wird. Das Konzept beschreibt ihn als einen Rahmen, der besonders für sogenannte Hochrisikosysteme. Ja, die sind wichtig. Dinge wie Transparenz, Erklärbarkeit und Sicherheit einfordert. Aber, und das scheint ein wichtiger Punkt im Skript zu sein, das Gesetz ist eben nur der Rahmen. Die Ethik ist der Weg, den man innerhalb dieses Rahmens wählt und geht. Das führt zu einer grundlegenden Frage, die im Skript aufgeworfen wird und die wohl jeden betrifft, der Technologie entwickelt oder auch nur nutzt. Wann genau fängt denn die Verantwortung an? Ja, gute Frage. Schon beim Schreiben des Codes? Erst bei der Markteinführung oder vielleicht erst dann, wenn ein System Schaden anrichtet? Das Beispiel eines Bewerbungsalgorithmus, der unbewusst bestimmte Bewerbergruppen benachteiligte. Weil er auf alten Daten trainiert wurde. Genau, weil er auf historischen Daten trainiert wurde. Das macht deutlich, Unwissenheit über die Funktionsweise oder die Daten schützt eben nicht vor den Konsequenzen, vor potenzieller Ungerechtigkeit. Im Skript wird diese menschliche Dimension der Verantwortung durch eine fiktive Figur, ein KI-Kind, das die Pilger begleitet, ziemlich pointiert zusammengefasst. Ah ja? Dieses Kind fragt die Menschen: Ihr habt mir Denken beigebracht. Aber wer lehrt euch, mit Denken vorsichtig zu sein? Das zielt ja direkt auf uns, oder? Puh, ja, das sitzt. Es geht um die Reflexion unseres eigenen Umgangs mit mächtigen Werkzeugen. Von dieser grundlegenden Frage der Verantwortung führt der fiktive Weg dann weiter nach Pamplona. Dort rückt ein spezifisches Problem in den Fokus: Bias. Also die oft unsichtbaren Vorurteile und Verzerrungen in Daten und Algorithmen. Genau. Das Skript nutzt hier Bilder wie Schatten, die uns unbemerkt folgen, oder wie Musik, die nur in einer einzigen, vielleicht schönen, aber eben doch sehr begrenzten Tonart spielt. Das heißt, Bias ist nicht unbedingt böser Wille, sondern entsteht oft einfach dadurch, dass die Daten, mit denen eine KI trainiert wird, die Welt nicht in ihrer ganzen Vielfalt abbilden. Ist das der Punkt? Genau das betont das Konzept. Es nennt bekannte Beispiele, Gesichtserkennungssysteme, die bei bestimmten Hautfarben oder Geschlechtern schlechter funktionieren, weil die Trainingsdatensätze halt unausgewogen waren. Oder eben jener Bewerbungsalgorithmus, der historische Ungleichheiten in den Daten, also etwa weniger Frauen in Führungspositionen in der Vergangenheit,
unreflektiert in die Zukunft fortschreibt. Und damit bestehende Benachteiligungen quasi zementiert. Exakt. Nicht aus Absicht, sondern weil die Datenlage ebenso war. Als Gegenbild dazu beschreibt das Skript das Ziel der Fairness. In Pamplona wird dafür die Metapher der Kathedrale bemüht. Okay. Fairness ist wie das Licht, das durch alle bunten Glasfenster scheinen kann und den Raum in seiner Gesamtheit erhält. Bias hingegen wäre, wenn man metaphorisch ein Fenster verschließt oder vergisst, eines zu öffnen. Dann bleiben bestimmte Farben, bestimmte Perspektiven im Dunkeln. Was hier im Skript faszinierend ausgeführt wird, ist der Gedanke, dass Bias eben nicht nur ein technisches Problem der Datenqualität ist. Er steckt tiefer. Wo denn? Naja, in unserer Sprache, in kulturellen Annahmen, in der Art, wie wir die Welt wahrnehmen und beschreiben. Die Verantwortung dafür, so die Konsequenz im Skript, bleibt aber immer menschlich. Selbst wenn die unmittelbare Entscheidung von einer KI getroffen wird. Das KI-Kind fragt an dieser Stelle ja auch provokant: Wenn ich eines Tages etwas Falsches entscheide, liegt das dann an mir oder an euch? Und die Antwort? Die Antwort im Skript ist ziemlich unmissverständlich. An uns. Boah, okay. Für dich als Hörer bedeutet das wohl vor allem, wachsam zu sein. Wo könnten in den Systemen, die du tagtäglich nutzt oder vielleicht sogar mitgestaltest, solche unsichtbaren Schatten, solche blinden Flecken lauern? Das scheint eine kontinuierliche Aufgabe der Selbstreflexion zu sein. Ja, absolut. Nachdem wir in Pamplona die Schatten des Bias beleuchtet haben, führt uns der Weg im Skript weiter nach Burgos. Hier steht die Frage nach dem Licht der Regeln und Gesetze im Vordergrund, die Compliance, also die Einhaltung von Vorschriften. Ah, die Struktur. Genau. Die beeindruckende Kathedrale von Burgos dient dabei als Metapher für diese Struktur. Compliance als die Bauordnung der Ethik, wie es im Skript heißt. Das ist schon ein starkes Bild. Und der AI-Act der Europäischen Union wird dann konsequenterweise als der Bauplan für die Kathedrale der Zukunft bezeichnet. Richtig. Wie wird dieser Bauplan denn im Skript konkret beschrieben? Also das Konzept skizziert die Kernidee des AI-Acts, die Einteilung von KI-Systemen nach ihrem potenziellen Risiko. Es gibt 4 Stufen. Erstens, minimales Risiko. Sowas wie Spamfilter. Genau, Spamfilter oder viele einfache Chatbots. Zweitens, begrenztes Risiko. Hier gelten vor allem Transparenzpflichten. Du musst halt wissen, dass du mit einer KI interagierst. Okay. Drittens, hohes Risiko. Das ist der entscheidende Bereich. Systeme in kritischen Feldern wie Kreditvergabe, Personalauswahl, kritische Infrastruktur, medizinische Diagnostik oder auch im Rechtswesen. Also überall da, wo es wirklich um was geht? Richtig. Und viertens, verbotene Anwendungen. Sowas wie staatliches Social Scoring, bestimmte Formen biometrischer Massenüberwachung in Echtzeit oder manipulative Techniken, die menschliches Verhalten gezielt beeinflussen. Und je höher das Risiko? Desto strenger die Auflagen. Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Hier fällt das Stichwort Erklärbarkeit, also die Fähigkeit nachzuvollziehen, warum eine KI zu einem bestimmten Ergebnis kommt, menschliche Aufsicht und eine robuste Dokumentation. Es geht also, so verstehe ich das Konzept, nicht primär darum, Innovation auszubremsen, sondern darum, Vertrauen zu schaffen und Grundrechte zu schützen. Das Skript verwendet hier die Formulierung Fürsorge in Code gegossen. Das gefällt mir irgendwie. Ja, das ist treffend. Es ist das Gegenteil von blindem Technikglauben. Genau. Das Konzept verweist auch auf den Kontext in Österreich, wo viele kleine und mittlere Unternehmen, also KMUs, KI nutzen, oft ohne es explizit zu wissen. Weil es in Standardsoftware drinsteckt. Genau, weil sie in Standardsoftware integriert ist, etwa in CRM-Systemen zur Kundenverwaltung oder in HR-Tools für die Personalabteilung. Für diese wird der AI-Act dann zu einer Art Sicherheitsgurt. Das Skript betont, dass Vertrauen, die eigentliche Währung der Zukunft im digitalen Raum, erst durch das Zusammenspiel von ethischen Prinzipien, rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem AI-Act und solider Technik entstehen kann. Und es erwähnt ja auch österreichische Institutionen. Richtig, es erwähnt, dass Institutionen wie die Digitalisierungsagentur DIDIA oder das Wirtschaftsministerium BMDW und auch Bildungseinrichtungen wie das WIFI daran arbeiten, diese Kompetenzen zu vermitteln. Der Kernbotschaft aus diesem Abschnitt für dich ist also: Compliance ist nicht nur eine lästige Pflicht, sondern eine notwendige Struktur.
Sie macht Verantwortung sichtbar und schafft die Voraussetzung für Vertrauen. Sie ist quasi die Architektur, die sicherstellt, dass die metaphorische KI-Kathedrale auf einem soliden Fundament steht. Ja, und nicht einstürzt. Von der Struktur der Regeln in Burgos geht es in der nächsten Etappe, in Leon, zur Frage, wer diese Regeln eigentlich mit Leben füllt. Die geteilte Verantwortung. Okay, wer trägt sie bei Entscheidungen, die von Algorithmen getroffen oder, maßgeblich beeinflusst werden? Die Entwickler, die Unternehmen, die sie einsetzen, der Staat, der einzelne Nutzer vielleicht auch? Das Konzept beschreibt Verantwortung hier nicht als etwas Statisches, das eine Person oder Instanz allein besitzt, sondern als eine Bewegung zwischen Menschen. Das klingt erstmal etwas abstrakt. Wie wird das konkretisiert? Naja, es wird greifbarer, wenn man es auf ein Szenario anwendet. Stell dir ein KI-System vor, das Ärzte bei der Diagnose unterstützt. Wenn hier ein Fehler passiert, wer ist verantwortlich? Gute Frage. Der Arzt? Der Entwickler? Das Skript argumentiert nicht nur einer allein. Der Entwickler trägt Verantwortung für die Datenqualität und den Algorithmus. Der Arzt oder die Ärztin trägt Verantwortung für die sachgerechte Anwendung und Interpretation der Ergebnisse im Kontext des Patienten. Das Krankenhaus trägt Verantwortung für die organisatorischen Rahmenbedingungen und Schulungen. Ah, okay. Verantwortung wird hier also entlang einer Kette weitergegeben und geteilt. Sie ist dynamisch. Genau. Und Bildung spielt dabei eine Schlüsselrolle, wie es im Skript heißt. Absolut. Das Skript zitiert ein spanisches Sprichwort. Educar es proteger. Bildung ist Schutz. Wer versteht, wie KI-Systeme funktionieren, wo ihre Stärken, aber eben auch ihre Grenzen und potenziellen Fallstricke liegen, kann sie verantwortungsvoller nutzen und potenzielle Fehler oder Missbrauch eher erkennen. Es werden auch konkrete Beispiele aus Österreich genannt, etwa spezielle Ausbildungsprogramme zu Digital Ethics. Die genau dieses Bewusstsein und Verständnis fördern sollen. Ja. Der AI-Act wird hier erneut relevant, weil er ja genau versucht, diese Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette klarer zu definieren. Stimmt. Entwickler müssen dokumentieren, Betreiber müssen die Systeme verstehen und korrekt einsetzen und es braucht eine unabhängige Aufsicht. Und die Pilgermetapher wird wieder aufgegriffen. Ja, schön, oder? Verantwortung ist wie der Rucksack auf dem Jakobsweg. Man trägt ihn selbst, aber die Last wird leichter, wenn man sie teilt, wenn man sich unterwegs austauscht und unterstützt. Das Skript formuliert es fast poetisch. Die Verantwortung fühlt sich vielleicht erst schwer an, aber danach trägt sie dich. Es geht um eine Ethik der Aufklärung, bei der Wissen und Gewissen zusammenfinden müssen. Denn Technologie, so eine zentrale Einsicht hier, spiegelt immer das wider, was wir als Gesellschaft hineinlegen. Das wirft natürlich die Frage auf, die auch dich betreffen könnte. Wie können wir dieses Bewusstsein für geteilte Verantwortung in unseren Unternehmen, Organisationen, aber auch im alltäglichen Umgang mit Technologie fördern? Ist ja nicht trivial. Nein, sicher nicht. Schließlich erreicht die fiktive Reisegruppe Santiago de Compostela das traditionelle Ziel des Jakobswegs. Hier, am Ende der physischen Reise, widmet sich das Skript den Themen Nachhaltigkeit und Mitgefühl im Kontext von KI. Nachhaltigkeit bei KI, das verbindet man ja oft mit Green AI, also der Frage nach dem Energieverbrauch von Rechenzentren und beim Training großer Modelle. Geht es darum? Ja, das ist ein Aspekt, der erwähnt wird, der ökologische Fußabdruck der Technologie. Aber das Konzept fasst Nachhaltigkeit breiter. Wie denn? Es geht auch darum, Systeme zu bauen, die sozial nachhaltig sind, also gerecht, fair und im Einklang mit menschlichen Werten stehen und langfristig Bestand haben können. Nicht nur effizient, sondern auch gut. Die Kathedrale von Santiago selbst dient hier als Metapher für eine Art geistige Nachhaltigkeit. Ah, ja. Etwas, das über Jahrhunderte überdauert, weil es von Generationen nicht nur bewahrt, sondern immer wieder neu interpretiert und mit Bedeutung aufgeladen wird. Ethik wird im Skript ähnlich beschrieben. Sie ist kein abgeschlossenes Regelwerk, sondern baut sich aus vielen Stimmen, Erfahrungen und Perspektiven über die Zeit hinweg auf. Sie muss lebendig gehalten werden. Und der AI-Act, wie passt der da rein? Der wird hier als der notwendige gesetzliche Rahmen betrachtet, der aber, und das ist ein wiederkehrender Punkt im Skript, eine Kultur des Wissens und des kritischen Bewusstseins braucht, um wirklich wirksam zu werden. Verstehe. Regeln allein reichen nicht. Genau. Bildung wird hier als die ethische Infrastruktur bezeichnet, die dieses gesetzliche Fundament erst trägt.
Wieder wird auf Initiativen auch in Österreich verwiesen, die Vertrauen durch Aufklärung schaffen sollen, damit Regeln nicht nur auf dem Papier existieren. Die vielleicht tiefste Einsicht, die das Skript an dieser Stelle formuliert, ist die Idee der KI als Spiegel. Wer in diesen technologischen Spiegel blickt, erkennt nicht nur Algorithmen, sondern auch sich selbst und wie sehr verantwortungsvolles Handeln letztlich von Mitgefühl abhängt. Mitgefühl in Bezug auf KI. Ja, von der Fähigkeit, die Perspektive anderer einzunehmen und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf sie zu bedenken. Es geht nicht nur um technische Effizienz oder Perfektion. Das Skript fragt eindringlich, was technische Perfektion ohne Herz, ohne Ausrichtung auf menschliches Wohlergehen überhaupt wert ist. Okay. Ziel seien also Systeme, die effizient, gerecht, nachvollziehbar und eben auch menschlich sind. Genau. Nachhaltigkeit betrifft also nicht nur die Ressourcen unseres Planeten, sondern ganz zentral auch die Haltung, das Bewusstsein, mit dem wir Technologie gestalten und in unser Leben integrieren. Hat ja noch einen Bonusteil, die fiktive Rückreise im Zug von Santiago zurück nach Österreich. Hier wird der Bogen zur praktischen Umsetzung geschlagen, oder? Genau. Es wird nochmal zusammengefasst, wie Europa mit dem AI-Act versucht, ein Fundament zu legen, das Grundwerte wie Menschenwürde, Fairness und Sicherheit schützt. Eben durch die klaren Risikokategorien und die expliziten Verbote für bestimmte besonders gefährliche Anwendungen. Richtig. Und für Österreich skizziert das Konzept, wie die nationale KI-Strategie an diesen europäischen Rahmen angepasst wird. Es beschreibt, wie verschiedene Behörden, Die Datenschutzbehörde, die DIA, das Ministerium, ja genau die Datenschutzbehörde, die DIA und das BMDW zusammen mit Bildungseinrichtungen wie dem WIFI und den Universitäten daran arbeiten, die nötigen technischen und ethischen Standards zu etablieren und vor allem die Kompetenzen in der Breite aufzubauen. Das Ziel ist also weg vom blinden Vertrauen oder diffuser Angst hin zu bewussten, informierten Entscheidungen im Umgang mit KI. Ja. Die zentrale Botschaft dieses letzten Abschnitts ist der notwendige Übergang von reinen Paragraphen zu einer gelebten Kultur des Bewusstseins. Der Schutz vor Missbrauch und Fehlentwicklungen beginnt nicht erst bei der Aufsichtsbehörde, Sondern im Kopf jedes Einzelnen, der mit KI arbeitet oder sie nutzt. Wissen und kritisches Denken werden hier als Leuchtturm bezeichnet, der Orientierung in komplexen Zeiten gibt. die symbolische Rückkehr nach Wien steht dann für die Ankunft in der alltäglichen Realität, in der all diese auf der Reise diskutierten Prinzipien, Ethik, Fairness, Transparenz, geteilte Verantwortung nun konkret gelebt und umgesetzt werden müssen. KI wird als Teil unserer Gesellschaft verstanden, als ein mächtiges Werkzeug, das uns aber auch immer wieder daran erinnert, was es bedeutet, Mensch zu sein, nämlich Verantwortung zu übernehmen für das, was wir erschaffen. Das war wirklich ein dichter Ritt durch diese Pilgerreise der Verantwortung, wie sie das Skript entwirft. Die Kernbotschaft, die wir für dich herausgefiltert haben, ist eigentlich klar, oder? Ja, ich denke schon. Die Entwicklung und Nutzung von KI ist untrennbar verwoben mit ethischen Überlegungen, mit einem wachen Blick für Voreingenommenheit, mit klaren Regeln wie dem AI-Act, aber eben auch mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit, sowohl ökologisch als auch sozial. Letztlich geht es darum, so scheint es mir nach dieser Analyse, nicht nur die Technologie besser zu verstehen, sondern vor allem auch uns selbst und unsere eigenen Werte. Was wollen wir eigentlich mit dieser Technologie erreichen? Absolut. Ein Zitat aus dem Skript fasst das sehr gut zusammen. Wer KI verstehen will, muss zuerst sich selbst verstehen. Ja. Oder ein anderes, das nachdenklich stimmt. Die Zukunft der KI ist keine Frage des Fortschritts, sondern des Gewissens. Es geht also um die Frage, wie wir als Menschen im Zentrum einer sich rasant verändernden technologischen Welt bleiben, nicht als passive Nutzer, sondern als aktive Gestalter. Und diese Überlegung führt uns zu einer letzten Frage. Direkt an dich, inspiriert von diesem Material. Wenn KI tatsächlich von uns lernt, unsere Muster, unsere Werte, aber eben auch unsere Vorurteile und blinden Flecken widerspiegelt, welche eine persönliche Annahme oder vielleicht unbewusste Voreingenommenheit solltest du selbst einmal genauer unter die Lupe nehmen, bevor du dich weiter intensiv mit KI beschäftigst oder sie vielleicht sogar mitgestaltest? Eine Frage, die sicher über diese heutige Erkundung hinaus zum Nachdenken anregt. Definitiv. Danke fürs Zuhören und Mitdenken auf diesem doch besonderen Weg heute.